Guten Morgen und herzlich willkommen zum 6. Tag auf dem Camino Português Central. Ich bin aktuell in Ponte de Lima und werde heute bis Rubiasch gehen. Das sind so knapp 18 Kilometer, aber es ist einiges an Höhenmetern dabei. Und aktuell ist es noch sehr früh, 7 Uhr. Aber ich bin heute bewusst sehr früh gestartet, weil es heute 33 Grad werden soll und ich versuchen möchte, die Hitze ein bisschen zu vermeiden. Nachdem wir Roy gestern vom Krankenhaus abgeholt hatten, waren wir in der Gruppe noch lecker essen und hatten einen schönen Abend. Seine Nase ist ja tatsächlich gebrochen, wie ich im letzten Video schon erzählt habe, aber das Wichtigste ist, er kann weitergehen und er hat sowieso hier einen Tag Pause. Von daher kann er sich vor dem Sturz und vor dem Schrecken ein bisschen erholen. Und ich hoffe, ich sehe ihn auf dem Weg dann auch wieder oder spätestens in Santiago, je nachdem. Wegen seiner Beule habe ich Roy übrigens einen Spitznamen verpasst. Er ist nun das letzte Einhorn, the last unicorn auf the Camino. Letzte Nacht war ich im Old Village Hostel hier in Ponte de Lima und die haben einen super schönen Stempel aus Wachs und ich freue mich wirklich, so einen tollen Stempel nun in meinem Pilgerausweis zu haben. Wow, wie schön ist bitte dieses Haus. Toll. Und wir sind jetzt gleich am Fluss und somit bin ich gleich wieder auf der offiziellen Route des Caminos. Dann kann ich wieder den Pfeilen folgen. Die Glaskuppel hier oben ist auch ziemlich cool. Über diese schöne alte Brücke muss ich nun rüber und mal schauen, wie es dann weitergeht. Ponte de Lima ist wirklich eine sehr schöne Stadt. Da könnte man auch länger bleiben. Ich verstehe Roy, dass er hier seinen Pausentag macht, um sich noch ein bisschen umzusehen. Wow, wie cool ist bitte diese Brücke. Oh, das ist ja cool. Ich habe nun meinen Stempel von Manuel bekommen und ich bin Pilger 28.235. Continue. This is the pilgrims from Taiwan, 23,000, 24 Wow. Germany, Ah, wow. from Germany, 25 United States, 26 Portugal, 27 Australia, 28 United States. Wow, wow. Er zählt hier alle Pilger, damit er weiß, wie viele hier vorbeikommen. Ganz schön viele, würde ich sagen. Das war wirklich eine tolle Begegnung. So ein netter Mensch. Also wenn du von der Brücke von Ponte de Lima kommst, findest du ihn direkt am Weg. Und dann solltest du dir den schönen Stempel auch abholen und eine kurze Unterhaltung mit ihm führen. Was für ein schöner Park. Ans Laufen hat sich mein Körper übrigens inzwischen total gewöhnt, auch an das Gewicht vom Rucksack. Und von den Füßen her geht es eigentlich auch ganz gut. Also ich hatte ja schon vor ein paar Tagen eine Blase, die ärgert mich aber nicht weiter. Gestern kam noch eine ganz kleine dazu, da habe ich auch gleich einen Faden durchgezogen
und ich spüre sie ein bisschen, aber es ist okay. Also nicht so schlimm wie das letzte Mal. Von daher kann ich gut weitergehen. Ich habe gestern nicht nur meine Unterkunft für heute gebucht, sondern auch direkt für morgen in Tui. Für morgen ist Gewitter gemeldet, aber zum Glück erst auf den Nachmittag, abends, so dass ich glaube oder hoffe, dass ich noch vor dem Gewitter ankomme. Und die Tage danach wird es auch ein bisschen Regen geben. Ja, mal schauen, wie die Wettervorschau sich weiter verändert. Ich hoffe, dass alles soweit ganz gut klappt. Aber man steckt da ja nicht drin, man hat da keinen Einfluss drauf. Man kann nur versuchen, das Beste draus zu machen. Und gestern Abend, das Abendessen war so lecker. Auch wenn es etwas teurer war. Aber manchmal darf man sich auch auf einer Pilgerreise was gönnen. Ich habe Picanha gegessen. Und das ist so ziemlich das beste Fleisch vom Rind. Mir ist jeder Bissen auf der Zunge zergangen und das war so gut. Und ich glaube, ich habe meinen Platz für den Mate gefunden. Guck mal. Hier an den Steinen kann ich mich schön hinsetzen, dem Plätschern des Wassers lauschen. Ich habe Schatten, Vogelgezwitscher und ein bisschen Sonne. Prost! Salut! Doch so lässt es sich aushalten. Ich habe übrigens auch mal einen ausführlichen Blogbeitrag über die Mate-Tradition in Südamerika geschrieben und falls du dich dafür interessierst, kannst du ihn ja gerne mal lesen. Wow, this is so beautiful! I had to cross over here, but I got some help. He helped me to get over the stones here. Thank you very much. You're welcome. So, wir hatten jetzt eine kleine Frühstückspause und jetzt geht's weiter. Wir haben noch einen langen Weg vor uns, aber ja, das schaffen wir. Ich bin jetzt mit Rick weiter unterwegs, einem Niederländer, und wir hatten sehr nette Gespräche, deswegen sind meine Videos aktuell einfach nur mit Musik untermalt und du kannst einfach den Weg genießen. Wenn ich wieder alleine bin, werde ich dann auch wieder ein bisschen was in die Kamera sagen. Aber die Gespräche, die wir führen, die sind halt privat und deswegen schalte ich den Ton einfach aus. Looks kind of adventurous. Shall we swim or how shall we cross this? Oh, no, I think not. But there was a sign. Der Pfeil zeigte zwar nach hier, aber schwimmen wollte ich eigentlich nicht. Aber wir haben hier eine Brücke gesehen, also gehen wir wieder hoch. So schön.
So, mir steht jetzt ein Anstieg von ca. 300 Höhenmetern bevor und ich hoffe, dass ich das gut hinbekomme. Rick, are you ready for the hill? Yes, I am. Okay, let's do it. Let's do it. Let's do it. Ja. Wir haben eine kleine Abkühlung gefunden und ich habe mich ein bisschen kalt abgewaschen. Jetzt geht es mir besser. Der Schatten tut jetzt gut und nach der Erfrischung sowieso. Die Werbung ist gut platziert. Vor dem steilen Anstieg, wenn die Leute keine Lust haben, das nehmen bestimmt viele. So crazy, the landscape is changing so fast. Ich muss erstmal Luft holen. Aber bald ist geschafft. Und dann geht es nur noch bergab. Hier kann man sich nochmal schön abkühlen für den Anstieg. Buen Camino! Das ist der Endspurt. Let's climb up here. Going up, 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 up. Let's go up, 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 up. We can do it. We are almost there. For me, I'm always going fast and then I stop for 1 or 2 minutes, breathe, and then I go further. Are you fine? You want to rest for 1 minute? Yeah. Yeah. Wir haben uns auf den Steinen hier jetzt eine kurze Pause gegönnt und jetzt geht es die letzten Meter hoch. Aber es ist nicht mehr viel und nicht mehr steil, also das schaffen wir. I think there is the top. Ich habe mich getäuscht. Wir müssen weiter steil bergauf, aber ich habe die Fahrradfahrer gesehen und habe gedacht, wir gehen da auch weiter. Aber das schaffen wir auch noch. Es müssten nur noch ein paar 100 Meter sein. Okay, so ist das schon einfacher. Also wenn wir ganz oben sind, dann geht es erstmal nur noch bergab für heute. Oder vielleicht kleine Anstiege, aber nichts Schlimmes mehr. Das Pilgerbett ist jetzt gemacht. Ich bleib hier und schlafe. Jetzt geht es zum Glück nur noch bergab, also wir sind oben angekommen und gönnen uns eine Pause. So, das Schlimmste ist geschafft. Jetzt geht es nur noch bergab.
Und in ein paar Kilometern müsste ein Café oder eine Bar irgendwas sein, wo ich dann auch wieder Wasser auffüllen kann. Und dann nochmal so 2 Kilometer weiter müsste dann schon die Unterkunft sein. Also fast geschafft. Oh, this is so lovely. Oh wow, this is just stunning. Da vorne ist eine Bar und ich bekomme frisches, kaltes Wasser und vielleicht ein kaltes Bier und was zu essen. Oh ja, ich freue mich. Por el buen camino. Buen camino. Buen camino. Buen camino a todos. Igualmente, que vaya bien. Buen camino. Buen camino. Now. Kommt ein Schiff in Hafen und macht. Yes, easy. I got now. Don't pay for something that someone else has made. Oh, good. I thought it was theirs. I was like, oh, please don't make sure you don't. Like, just say no. He already double charged me. So, wir laufen jetzt in der Gruppe die letzten 2 Kilometer bis zu unserem Ankunftsort und dann heißt es Wäsche waschen, duschen und einfach ein bisschen ausruhen. So, Endspurt angesagt. And we are walking with the dog again. Ciao. Buen camino. Camino. Whoop, bop, bop. No, I am wearing glasses. I don't want to look like a Roy. Mein heutiger Tourabschluss ist ein bisschen ungewöhnlich, weil ich liege hier im Bikini. Wir sind dann noch in eine Bar kurz vor der Unterkunft eingekehrt und haben noch was getrunken und noch ewig lange geredet. Und ich habe dann kein Abschlussvideo mehr gemacht, weil ich duschen musste und meine Wäsche waschen, damit sie heute noch trocken wird. Und da meine Unterkunft hier einen Pool hat, chill ich jetzt bei über 30 Grad im Bikini und lasse den Pilgertag schön ausklingen. Gerade wegen der heißen Temperaturen war die Tour wirklich anstrengend und ich bin wirklich froh, dass ich wieder in guter Begleitung war. Diesmal war Rick mit dabei und er hat mir da am Anfang auch über diese Wasserstelle geholfen, weshalb ich sehr dankbar bin, weil bei mir kickt dann immer diese Angst rein, ins Wasser reinzufallen. Und ja, dann kriege ich weiche Knie und falle natürlich erst recht rein. Und wir haben den langen Anstieg erfolgreich gemeistert, sind hier gut angekommen. Und zum Abendessen werde ich mich mit meiner üblichen Pilgertruppe wahrscheinlich wieder treffen, mit Benny, Holly und Mathis. Und ja, mal schauen, wie der Abend so ausgeht. Wir sind allerdings in unterschiedlichen Unterkünften, das heißt, wir müssen uns dann einfach nochmal kontaktieren und was Genaues ausmachen. Ich hoffe, mein heutiges Video aus dem Pilgeralltag vom Camino Portugues Central hat dir gefallen. Und wenn ja, gib mir gerne einen Daumen nach oben. Lass mir einen Kommentar da und ich freue mich natürlich auch, wenn du meinen Kanal abonnierst und meinen Pilgerweg weiter folgst. Liebe Grüße und bis bald. Ciao!